So, meine lieben Freunde, willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen und schon wieder ein Paperless-Video. Ja, es ist leider so, momentan ist das Interesse an Paperless-Videos einfach am größten, also werde ich mich auch danach richten und das machen, denn ich muss ja auch irgendwo wenigstens versuchen, ein paar Cent abzugreifen, da ich dieses ganze Gezeter hier in meiner Freizeit veranstalte und euch zur Verfügung stelle. Und wenn du den Kanal auch unterstützen möchtest und es gut findest, was ich hier tue, dann findest du Spendenlinks am Ende der Videobeschreibung. Ja. Gut, wir beschäftigen uns heute bei Paperless mit einem delikaten Thema. Paperless Nginx OCR-Sprachen. Funktionierende VS, nicht funktionierende Sprachen in der OCR-Erkennung. Die meisten Dokumente, die du verarbeitest, werden in diese Schiene treffen. Dokumente, PDF-Dateien, die aus E-Mails erstellt werden, die du übers Internet per E-Mail von einem Anbieter kriegst als Rechnung, wo du was gekauft hast. Da hast du einen durchsuchbaren Textinhalt mit Überschriften, Markierungen, mit Formatierungen und so weiter, die dir dann als PDF dargestellt werden. Das Ding ist durchsuchbar und die Zeichen sind auch im Inhalt hinterlegt. Kommen wir zu den Dokumenten, die gescannt werden. Und hier zeige ich dir jetzt mal, dass ein PDF-Dokument eigentlich zweischichtig arbeitet. Das bedeutet für dich, du scannst oder fotografierst ein Dokument ab, weil du es nicht im Original oder per E-Mail hast. Dann hast du ein einschichtiges PDF-Dokument, was aus dieser Grafik besteht. Allerdings hast du keinen durchsuchbaren Text, man sagt auch ASCII-Text, also einen Text, den du auch editieren kannst, den du bearbeiten kannst, den du durchsuchen kannst, nicht in dieser Datei enthalten. Das muss per OCR-Software erledigt werden, dann wird eine OCR-Software gestartet, die erkennt die Schrift in diesem gescannten Dokument und hinterlegt die im Inhalt und ergänzt damit die Datei, damit sie durchsuchbar wird. Ne? Und jetzt kommt der ausschlaggebende Punkt, das macht die Sache so interessant. Das funktioniert jedoch nur bei gängigen europäischen Sprachen. Ja, das heißt, dieses Video beschreibt jetzt nicht nur unbedingt Paperless, sondern es betrifft OCR-Erkennung. Vielleicht hätte man das jetzt vielleicht ein bisschen anders deklarieren sollen. Aber ich habe es jetzt im Zusammenhang mit Paperless OCR-Erkennung halt rausgekriegt und ich lasse es jetzt einfach unter diesem Titel laufen. In diesem Beitrag stütze ich mich auf die Erfahrung mit Thailändisch, die ich gemacht habe, weil ich es mit der versucht habe, weil die für mich ausschlaggebend ist. Da ich festgestellt habe nach der Überprüfung, dass in meiner Datenbank eben keine thailändischen Schriftzeichen enthalten sind, habe ich dann konfiguriert. Das Ergebnis zeige ich euch dann noch später. So, delikat ist auch, nun allein das Konfigurieren der OCR-Sprachen kann schon dazu führen, dass dein Webserver nicht mehr startet. Aber auch wenn du es schaffst, Paperless deine OCR-Sprache lädt und verwendet, kann es sein, dass du nur Einzelbuchstabenerkennung oder gar eine Buchstabensuppe als Ergebnis bekommst. Mahlzeit an dieser Stelle. Das Einrichten der OCR-Sprache, so dass Paperless den Webserver auch anstandslos startet, ist eigentlich vom Prinzip, wenn man es weiß, recht easy. Es passt jetzt nicht ganz zu der offiziellen Beschreibung, was ich hier hingeschrieben habe, aber das ist meine Erfahrung, wie es sich verhält. In der Docker Compose müssen folgende Angaben und Environment eingetragen sein. Paperless OCR Language mit S. Das S ist hier wichtig an dieser Stelle. Und hier werden die Sprachen Deutsch, dann hier leer Thai, leer Englisch. Das heißt, es werden die Sprachen geladen, damit Paperless OCR machen kann für Deutsch, Thailändisch und Englisch. Es funktioniert auch, die werden eingeladen und der Webserver startet. Haben wir jetzt aber noch nicht die ganze Miete herin. Jetzt muss man noch sagen, welche Sprachen für OCR verwendet werden sollen. Und da gibt es diesen Befehl hier, das ist jetzt Language ohne S, also nicht Languages, sondern Language. Und da ist kein S, das siehst du hier und hier ist der Unterschied. Und dann wird hier auch nicht mit Leerzeichen, sondern mit Plus getrennt. So, diesen Wert solltest du auch nicht konfigurieren, dann habe ich auch eine Raute davor geschrieben. Warum? Ich habe mehrfach Probleme gehabt, Webserver startet anschließend nicht mehr, da die Sprachdateien nicht geladen werden. Ich kann es nicht erklären, warum das jetzt so ist. Ich hätte sicher noch einiges mit dem Support besprechen können von Paperless, aber da fehlt mir einfach momentan gerade die Zeit. Ich bin ja schon froh, wenn ich dazu komme, überhaupt ein Video zu machen. Wir konfigurieren diesen Block hier stattdessen in der Weboberfläche von Paperless. Dort funktioniert es nämlich zuverlässig. So, das Ganze zeige ich euch nochmal ganz kurz praktisch, wie ihr das hier einstellt. Ihr geht hier auf Konfiguration, dann habt ihr hier oben OCR Einstellungen und hier kommt dann der besagte
Text rein, Deutsch plus Englisch plus Thai, und wenn du das hier einträgst, funktioniert das. Frag mich bitte nicht, warum das so ist. Vielleicht ein Bug, vielleicht übersehen, in Konfigurationänderungen hat man vielleicht irgendwie übersehen oder sonst irgendwas. Könnte sich also in nächster Zeit durchaus nochmal ändern, aber ich denke, dass die Konfiguration dann auch eher hier stattfinden wird, als in der Docker Compose unter Environment. Ja? Du gehst also einfach in der Web-Oberfläche in Konfiguration, OCR-Einstellungen und trägst bei Sprache die benötigten Sprachcodes ein, zum Beispiel Deutsch plus, da ist mir das Plus dabei, gell? Als Trennzeichen, TH, Leerzeichen, plus Englisch. So, dann lädt Paperless das auch und verarbeitet es auch korrekt. Gut, kommen wir nochmal zurück zu dem Ergebnis, was ich mit Thai habe. Also mit diesen Dingern funktioniert Thai als Spracherkennung. Ihr seht auch hier, ich habe thailändische Schriftzeichen in der Tat bekommen. Allerdings keine OCR-Texterkennung. Ich habe eine Buchstabenerkennung, das ist ein großer Unterschied. Ich habe hier ein Leerzeichen, Konsonant, Vokal, Leerzeichen, und hier oben ist nochmal einer drüber. Da kommt dann auch nochmal, so wie hier, ein Leerzeichen, wo der dann extra hochgestellt wird. Wobei dieser kleine Strich hier, das was jetzt da drückt, müsste eigentlich hier über diesen Buchstaben sein und nicht mit einem Leer. Also es müsste ausschauen wie das hier. Damit sollte spätestens klar sein, dass exotische Sprachen nicht funktionieren. Gut, ich bin aber kein Langweiler. Ich habe mir das ein bisschen gegeben. Ich habe eigene Container gebaut mit Python-Skripten. Ich habe versucht, das Ganze mit externer Verarbeitung über Sterling PDF zu erledigen. Das Ergebnis war jedes Mal dasselbe. Und es war ein bisschen gezähler, der KI das dann abzuringen, aber das Ergebnis war definitiv, diese Schriftarten funktionieren mit OCR-Scannung eigentlich so gut wie gar nicht. Kommt unten dann noch eine schöne Aufstellung für dich, wo du das alles nochmal genau rauslegen kannst. Gut, wo liegt das Problem? Testen wir also andere OCR-Anbieter, sowohl online als auch lokale Softwarepakete. Gut, das habe ich getan. Das werde ich jetzt in diesem Video allerdings nicht reinklatschen, weil keiner hier ein 3-Tages-Video anschauen wird. Da sind wir uns ja wohl gänzlich einig, sondern ich gebe euch einfach die Zusammenfassung dazu. Witzigerweise funktioniert das auch nicht. Das Ergebnis ist definitiv eigentlich auch wieder dasselbe. Wir haben hier genau denselben Textstring. Ich habe das auch nochmal hier rauskopiert. Also hier, so muss es aussehen. Und das bekommt nicht raus, wobei jetzt hier mal wieder ein Leerzeichen fehlt. Nein, es fehlt nicht. Es wird bloß nicht als Kreis dargestellt. Hier wird es als Kreis dargestellt. Und hier wird es nicht als Leerzeichen dargestellt. Das ist, ja, was soll ich sagen? Auf jeden Fall klar ist damit, Paperless ist nicht das Problem. Paperless verarbeitet die Daten, die es von der OCR-Software bekommt, korrekt. Paperless startet die OCR-Erkennung mit der bestverfügbaren Methode. Das eigentliche liegt darin, dass die OCR-Erkennung bestimmte Schriftarten, insbesondere komplexe oder nicht lateinische Schriften, schlecht oder gar nicht funktionieren. Und damit sind wir auch schon am Ende der Straße. Hier hilft nur Geduld, man muss warten, bis die OCR-Technologie so weit weiterentwickelt sind, dass auch exotische Schriftarten wie Thai, Russisch, Chinesisch, die asiatischen Schriften, die ja sehr interessant sind, halt irgendwann mal funktionieren. Die Entwicklung schreitet stetig voran, also es ist eine Frage der Zeit, bis diese Sprachen zuverlässig unterstützt werden. Gut, fassen wir mal zusammen. Voll funktionierende Sprachen, lateinische Schriften. Da haben wir Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch. Und dahinter auch, was sie alles bringen. Guterkennung, Umlaute korrekt, beste Ergebnisse, optimierte Erkennung, Akzente, Sonderzeichen korrekt. Das N funktioniert sogar hier im Spanischen. NJ wird es gesprochen, Senior, daher sollte man das eigentlich auch kennen. Italienisch, gute Satzerkennung, das ist Spracherkennung, halt auch Satzerkennung gehört auch mit dazu. Portugiesisch, da geht schon ein bisschen los, grundlegende Funktionen. Wie weit das dann verwendbar ist, kann ich nicht sagen, kann ich nicht beurteilen. Ich konnte jetzt natürlich nicht alles einzeln durchgehen. Eingeschränkte funktionierende Sprachen. Und jetzt kommen die ganzen Knabberlis. Technisch installierbar, aber mit Erkennungsproblemen. Also da haben wir Thai, kommt genau das bei raus, kannst du knicken. Arabisch, links nach rechts, halt meist gebrochen. Zeichenisolierung. Zeichenisolierung sind wieder Einzelbuchstaben, so wie bei Thai hier, hier der einzelne Buchstabenerkennung. Japanisch hätten wir vielleicht wirklich testen sollen, die sind bestimmt lustig geworden. Aber okay, gut, Chinesisch, da habe ich mehrfach gelesen im Internet, dass es funktionieren soll oder wie es funktioniert, aber eigentlich kein brauchbares Ergebnis gekriegt, ob es wirklich funktioniert. Also wie gesagt,
Ich konnte nicht alle Sprachen hier durchtesten und habe jetzt einfach auch mal ein bisschen Werte übernommen, die mir dann die KI gegeben hat, ob es funktioniert, aber es ist alles glaubwürdig, so wie es da steht, was meine Erfahrung entdeckt. Ne? Chinesisch, Koreanisch, Russisch und OCR, nicht OCR-Sprachen, das ist diese USD, die ihr stolpern werdet, wenn ihr mit den Sprachen bei Paperless ein bisschen rumbastelt, taucht immer wieder auf. Das ist nur Layout-Erkennung, Textausrichtung, Schriftsystem. Fazit: Paperless Engine X OCR funktioniert zuverlässig nur mit lateinischen Schriften. Nicht lateinische Schriften werden technisch unterstützt, liefern aber praktisch unbrauchbare Ergebnisse durch falsche Zeichentrennung und Erkennungsfehler. Das haben wir mal in Gruppen zusammengefasst, für die das interessiert. Lateinische Schriften gut, Kyrillisch, Arabisch, asiatische Schriften toll. Ja, mal schauen, wie lange die Chinesen sich auf sich sitzen lassen, keine OCR-Schrifterkennung können. Könnt ihr euch vorstellen, dass das auch unter Umständen, wenn es brennt, recht schnell geht. Sondern hier noch ein paar abschließende Worte dazu. Wie gesagt, ich habe euch oben gezeigt, wie man es konfiguriert. Ich habe euch die Schriften mal aufgezählt und habe euch gesagt, wo die Probleme liegen. Also wie gesagt, OCR-Schrifterkennung im deutschen arabischen Raum, im deutsch-lateinischen Raum. Paperless Engine X funktioniert zuverlässig mit lateinischen Schriften. Nicht lateinische Schriften werden technisch unterstützt, liefern wir aber praktisch unbrauchbare Ergebnisse durch falsche Zeichentrennung und Erkennungsfehlern. Ne? Lateinische Schriften super, Kyrillisch, arabische Schriften, asiatische Schriften, so. Was soll ich dazu mehr sagen? Reicht aus. Mal schauen, wie lange die Chinesen das auf sich sitzen lassen, dass sie keine OCR-Erkennung haben, wenn sie das mal irgendwann rauskriegen und das brauchen. Die streifen ja auch immer mehr in diese digitale Managementsysteme rein. Und ja, da ist es einfach unerlässlich. Nachteile sind, sagen wir es mal einfach so, also du kannst Paperless natürlich jetzt ohne diesen OCR-gescannten Inhalt nach wie vor benutzen. Du hast halt die beste und schönste Funktion von Paperless nicht zur Verfügung, das ist die Im-Text-Suche. Ne? Dass du im Text suchen kannst, sowieso. Normal geschriebene normal geschriebene Zahlen, wie du sie jetzt auf einer Rechnung zum Beispiel hast, würden natürlich erkannt und die könntest du trotzdem suchen. Das ist ja bloß der Text, der nicht durchsuchbar ist. Das ist eins der größten Handicaps, aber man kann sich da mit Dateinamen behelfen, mit den Korrespondenten, mit denen man korrespondiert hat, mit Tags und so weiter. Man kann auch so dafür sorgen, dass man gewisse Sachen auch wiederfindet, bis das mal irgendwann in die Gänge kommt. Aber was soll's, Paperless steht dadurch nicht schlechter da als andere DMS, also Dokumentenmanagementsysteme, denn die haben das gleiche Problem. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach sagen, scheiße ich auf Paperless, ich nehme jetzt archivieras.de, ja, wirst du allerdings genau dasselbe Problem haben, weil wie gesagt, die OCR-Erkennung einfach nicht das hergibt, was man gerne hätte. Also wie gesagt, im asiatischen Raum bin ich recht zuversichtlich, dass sich da relativ bald auch was tun wird. Was es mit Russisch und so weiter auf sich hat, kann ich leider nichts sagen, weil es einfach nicht meine Area ist. Da habe ich nichts mit zu tun. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen und war informativ für dich. Über einen Daumen nach oben, einen Like würde ich mich sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Dann produziere ich die Videos natürlich in meiner privaten Freizeit. Und wenn du das gut findest, was ich hier mache, kannst du den Kanal gerne finanziell unterstützen. Spendenlinks findest du unten am Ende der Videobeschreibung. Solltest du noch weitergehende Probleme mit deinem PC, mit deinem Notebook, mit deinem Netz, mit deinem Einzelplatz oder sonst irgendwas haben, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde. Kontaktformular verlinke ich dir ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, 25 € die Stunde. Kein Abo, keine Vertragsbindung oder sonstige Ecken, Haken und Ösen. Auftrag gegen Rechnung. Gut ist, was war's. In diesem Sinne, gehabt's euch wohl und bis zum nächsten Video.